Im Mai 2018 sind die ersten Standalone Virtual Reality Headsets veröffentlicht worden. Und zwar die Oculus Go. Bis zu dem Zeitpunkt hat man ein VR-Headset jeweils an einen Computer hängen, wo dann der grösste Teil von der Rechenleistung geliefert hat. Die Oculus Go hat in der günstigsten Version rund $200 gekostet. Damals. Ich habe mich schon Monate zuvor mega auf das Gerät gefreut. Ich habe sogar das Opening Keynote geschaut und Launch-Events. Alle, die ich gefunden habe, irgendwie alles, was damit zu tun hat. Und das mache ich wirklich mega selten, normalerweise überfliege ich so Zeugs einfach, wenn ich es überhaupt schaue. Und dort habe ich dann sogar noch 3 Facebook-Aktien gekauft. Einfach weil ich irgendwie nicht zu viel riskieren wollte, aber trotzdem davon überzeugt war, dass die Aktie von Facebook durch die Decke schiesst, nachdem sie Oculus übernommen haben und sich dem VR gewidmet haben. Aber woher genau ist die Euphorie gekommen? Also, damals musste ich einmal monatlich zu einer geschäftlichen Sitzung in Zürich. Basel ist zwar nur eine Zugstunde von Zürich entfernt, aber der ganze Aufwand drumherum um die Sitzung hat mich halt trotzdem mega geärgert. Das wäre der ÖV bis zum Bahnhof und in Zürich vom Bahnhof bis zum Sitzungszimmer und dann der Lärm und die vielen Leute im Zug. Ja, ich habe echt bereits damals mit der Möglichkeit geliebäugelt, dass wir unsere Sitzungen vielleicht in VR können abhalten können. Alle mit so einer Oculus Go, statt dass ich jedes Mal nach Zürich gehe. Statt dass überhaupt auch die anderen sind auch von außerhalb gekommen zum Teil, einfach nicht so weit wie ich. Anstelle davon, dass wir dann alle zu um den Tisch hocken und an die Wand schauen, wo der Beamer etwas drauf projiziert, hätten wir dann in einem riesigen virtuellen Raum für jedes einzelne Projekt einen eigenen riesigen Bildschirm machen. Dann hätten wir so Stationen können machen und dann von Projekt zu Projekt laufen zusammen. Und dann hat man bei jedem Projekt quasi einen riesigen Bildschirm vorne dran gehabt, einen virtuellen Bildschirm, wo dann alle davor gestanden wären. Quasi, ja, oder? So quasi zu 10 einfach vor einem riesen Bildschirm und dann so, okay, das ist es gesehen mit Social Media, gehen wir zum nächsten. Das wäre so cool. Und jede Projektstation hat eine eigene Umgebung. Zum Beispiel Social Media Statistiken. Auf einem Bildschirm am goldenen Sandstrand. Man darf sich dann einfach nicht ablenken lassen von den Orgas, die vorbeifliegen und Dance Monkey singen. Ein weiterer Grund ist, ich bin zwar nie besonders guter, aber durchaus sehr begeisterter Zocker von Raumfahrtspielen. Besonders die X-Reihe von Egosoft liebe. Und die Vorstellung, in VR durchs Weltall zu düsen, hat mich enorm gereizt und reizt mich immer noch mega. Und ich wollte in unbekannte Sektoren vordringen, mit den unterschiedlichsten Spezies handeln und mir dann irgendwann eine Raumfabrik und einen schnellen Raumkreuzer leisten wollen, mit dem ich im Vorbeiflitzen böse Piraten hätte können bestrafen. Merkt man, dass ich es abgelesen habe? Oder ich hätte auch einfach ein Pirat sein können. Könnte ich. Immer noch. So, ein weiterer Grund ist, Leute nicht nur in der näheren Umgebung kennenlernen, sondern unabhängig von ihrem Standort. Gibt es etwas Geniales? Die Wahrscheinlichkeit, dass man qualitativ mega hochwertige Match findet, ist so viel grösser als gegenüber den üblichen Bedingungen. Natürlich ist es auch heute schon möglich. Es gibt ja den digitalen Schriftverkehr. Man kann mailen, man kann chatten, man kann... Ja, das wär's dann. Etwa. Und das ging. Man kann so jemanden kennenlernen. Über online. Auch wenn wir nicht mehr im Chat-Zeitalter sind. Es ist möglich. Aber der Knackpunkt ist da. Man kann nicht zusammen unternehmen in dem Sinn. Und das hat eben Virtual Reality dem mega voraus. Und ich glaube, das wird wirklich zum
elementaren Unterschied. Ich meine, stellt euch vor, das Profiling von jedem Mensch kann auch zum Beispiel krass perfekte, optimale SchülerInnen-LehrerInnen-Kombinationen geben. Die schiere Menge an Individuen, die man so erreichen kann, ist der reinste Luxus eigentlich und ermöglicht unglaublich produktive Kombinationen. Und stellt euch mal vor, was erst möglich wird sein, wenn dazu auch noch simultan jegliche Sprachbarrieren aufgelöst werden von einer Software. Der nächste Grund, wieso ich so euphorisch war damals, ist, wenn das auf sozialer Ebene schon so vielversprechend ist, und das ist jetzt mal meine Prämisse, dann stellt euch mal das Potenzial vor auf wissenschaftlicher Ebene, wenn logistische Hürden einfach auf einmal aufgehoben sind. Wenn die gescheitsten Köpfe sich jederzeit persönlich austauschen könnten und ihre Gedanken auch viel plastischer darstellen könnten, mit Hilfe von VR. Das gibt eine mega krasse Dynamik. Stellt euch mal vor, Marie Curie und Albert Einstein hätten sich täglich zu einem Brainstorming im Artspace VR getroffen, auf einem virtuellen Campingplatz oder auf einem virtuellen Berg oder auf dem Mond. Und im Anschluss hätten sie sich gegenseitig im Beat Saber auf die Kappe geben. Die meisten von diesen Spinnereien oder Fantasien von mir wären eigentlich jetzt schon möglich. Ich bin absolut überzeugt, dass sie in absehbarer Zeit zu unserem Alltag gehören. Was schätze ich? In ca. 10 bis 20 Jahren. Ich hoffe davor. Weil ein bisschen verfrüht war meine Vorfreude damals eben im 2017. Facebook hat heftige Ambitionen formuliert damals. Und zwar haben sie gesagt, sie möchten VR zu einer Milliarde Menschen bringen. Mit der Oculus Go hat das noch lange noch nicht geklappt. Es sind bis jetzt ca. 2 Millionen Exemplare verkauft worden. Oder ein bisschen mehr. Und die Oculus Go ist eigentlich im Untergang geweiht. Die wird nicht mehr weiterentwickelt. Aber es ist auch längstens abgelöst worden. Und zwar von der Oculus Quest 1 und jetzt erst kürzlich Oculus Quest 2. Und somit ist die Oculus Go eigentlich obsolet, weil die können alles besser eigentlich als die Oculus Go. Und noch viel mehr. Vielleicht wird Virtual Reality ja im 2021 zu einer populären Möglichkeit, lokale Distanzen zu überbrücken. Corona wirkt jedenfalls bestimmt, wie auch in anderen Bereichen von der Digitalisierung, auch hier als Triebfeder. Es ist recht schwer, wenn man so Sachen auf Hochdeutsch schreibt, die dann auf Schweizerdeutsch abzulesen. Ich merke es, ich habe es auch schon gesagt in anderen Folgen, aber es ist wirklich praktisch unmöglich. Ich muss eigentlich auf Schweizerdeutsch schreiben und dann so ablesen. Weil das ist... Also ich habe mega oft jetzt unterbrechen und den Satz im Kopf umformulieren, damit er irgendwie Sinn gemacht hat auf Schweizerdeutsch. Das ist recht krass. Ich hoffe, es ist trotzdem halbwegs übergekommen, weil ich habe das Gefühl, meine ganze Euphorie ist eigentlich auf der Strecke geblieben.